Willkommen bei unserem monatlichen Game Lookout. In diesem Video blicken wir auf die heiß erwarteten Spiele, die im Februar 2023 veröffentlicht werden. Lasst uns gemeinsam die Vorfreude auf die kommenden Games steigern. Bereit? Dann los geht's! Deliver Us Mars. Deliver Us Mars ist die Fortsetzung des atmosphärischen Sci-Fi-Spiels Deliver Us Moon. Kathy Johnson begibt sich auf eine Reise zum Mars, um die Menschheit auf der Erde zu retten. Dafür muss sie Arks bergen, Schiffe mit Technologie, um den Klimawandel umzukehren. Doch die Arks wurden von dem mysteriösen Outward gestohlen. Gleichzeitig besitzt sie aber auch ein persönliches Interesse an der Mission. Sie sucht nämlich ebenfalls nach ihrem verschollenen Vater Isaac. Auf dem Mars müssen Spieler durch ein raues und gnadenloses Gelände navigieren, um die Geheimnisse zu entdecken, die Outward hinterlassen hat. Dabei müssen sie sowohl geistige als auch körperliche Herausforderungen überwinden. Jeder Moment des Games ist sorgfältig gestaltet und liefert eine spannende, emotionale Erzählung. Deliver Us Mars erscheint am 2. Februar auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und PC. Hogwarts Legacy. Erlebe als Schüler der legendären Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei eine Open World voller Abenteuer und Entdeckungen. Man wählt eines der 4 renommierten Häuser und beeinflusst damit seine Spielerfahrungen sowie die Orte, die einem zugänglich sind. Als Schüler im 5. Jahr kann man die Pflichten und Aufgaben eines Zauberschülers erleben, von Zauberunterricht und Flugtraining bis hin zur Rettung und Pflege magischer Geschöpfe. Mit der Schaffung eines individuellen Zuhauses und der Freischaltung verschiedener Biome können eigene Geschichten in Hogwarts Legacy geschrieben werden. Hogwarts Legacy wird am 10.02. für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S veröffentlicht. Blanc. Eine Geschichte von Abenteuer und Freundschaft, die sich um ein ungleiches Paar dreht, ein Wolfsjunge und ein Rehkitz. Um ihren Weg zurück zu ihren Familien zu finden, müssen sie zusammen durch die eisige Wildnis navigieren. Dieses Spiel bietet eine emotionale Spielerfahrung, unterstützt von atemberaubenden schneebedeckten Landschaften. Spieler können die Kontrolle über eines der beiden Tiere übernehmen und gemeinsame Herausforderungen bewältigen. Das Spiel ist nur im Koop spielbar. Blanc erscheint am 14.02. auf PC und Nintendo Switch und bietet Spielern ein unvergessliches Abenteuer in einer eisigen Wildnis. Das preisgekrönte PlayStation 5 Spiel Returnal wird bald auch für den PC verfügbar sein. Die PC-Version bleibt dem Original auf der PlayStation 5 treu, aber Spieler sollten beachten, dass die Systemanforderungen sehr hoch sind. Der PC-Port von Returnal erscheint am 15.02. und bietet PC-Spielern die Möglichkeit, in dieses beispiellose Abenteuer einzutauchen. Theodriven Final Barline. Theodriven Final Barline ist das neueste Spiel in der Final Fantasy Theodriven-Reihe und bietet eine breite Palette an Musiktiteln aus 46 verschiedenen Spielen, darunter Lieder von Final Fantasy I bis Final Fantasy XV aus der Hauptserie, sowie Remakes, Spin-offs und Soundtracks. Die Spielmechanik folgt dem bekannten Rhythmusspielformat, bei dem Spieler Knöpfe im Takt der Musik drücken müssen, um Auslöser auf dem Bildschirm auszulösen. Es stehen 3 Arten von Arenen zur Verfügung und es gibt 4 Schwierigkeitsgrade, um eine breite Palette an Spielerfähigkeiten abzudecken. Theodriven Final Barline erscheint am 16.02. für PlayStation 4 und Nintendo Switch und bietet Spielern ein unterhaltsames Spielerlebnis mit einer breiten Auswahl an Musiktiteln. Wild Hearts. Wild Hearts ist eine neue Spielereihe des Publishers EA, die als Konkurrenz zur beliebten Monster Hunter-Reihe angekündigt wurde. Das Spiel nutzt die bereits bestehende Formel von Monster Hunter World und fügt einige neue Akzente hinzu, was zu geteilten Meinungen unter den Spielern führt. In Wild Hearts, spielend in Azuma, einer fiktiven Welt inspiriert vom feudalen Japan, stellt man sich als Jäger den feindlichen Monstern, den sogenannten Kemono, die in dieser Welt gefangen sind und die Landschaft beeinflussen. Mithilfe der uralten Karakuyi-Technologie tritt man gegen diese Kreaturen in den Kampf. Wild Hearts wird am 17.02. für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S erscheinen. Atomic Heart. In Atomic Heart taucht man in eine utopische Version der UdSSR der 1950er Jahre ein. Ein Fehler in der sowjetischen Anlage 3826 löst eine Rebellion der Maschinen gegen die Menschheit aus. Als Spezialagent Major P3 hat man nun die Aufgabe, die Menschheit zu retten. Die Hauptkampagne dauert 25 Stunden lang, länger als bei vielen anderen Story-Shootern. Außerdem erwartet einen in der offenen Spielwelt weitere Missionen und interessante Orte wie Dungeons, wo man zum Beispiel mächtige Waffen-Blueprints finden kann. Atomic Heart erscheint am 21. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und S, Xbox One und PC. Horizon Call of the Mountain. In dem neuen PlayStation VR 2 Spiel Horizon Call of the Mountain schlüpft der Spieler in die Rolle von Ryas, einen ehemaligen Soldaten auf der Mission, seinen Ruf wiederherzustellen. Auf seiner Reise durch das Kaja-Sonnenreich erkundet er unerforschte Gipfel und erhöht ein tief verwurzeltes Geheimnis, das die Maschinen umgibt. Dieses immersive Spiel konzentriert sich auf sein Kampf- und Kletter-Gameplay, bei dem Spieler mit intuitiven Bewegungen riesige Berge erklimmen, gegen furchterregende Maschinen kämpfen und sich mit einem Bogen und selbstgefertigten Gegenständen bewaffnen. Auf dem Weg begegnen sie bekannten Charakteren wie Aloy und neuen unentdeckten Figuren. Erlebe atemberaubende Aussichten,
kämpfe gegen furchterregende Kreaturen und entdecke das verborgene Geheimnis des Kaja Sonnenreichs, wenn Horizon Call of the Mountain am 22.02. für PlayStation VR 2 veröffentlicht wird. Sons of the Forest. Sons of the Forest ist die Fortsetzung des erfolgreichen Horror-Survival-Spiels The Forest von Endnight Games. Es handelt sich um eine Open-World-Survival-Horror-Erfahrung, die sich auf einer düsteren Insel abspielt. Spieler müssen wie im ersten Teil eine Basis bauen, nach Nahrung suchen und gegen Mutanten und Kannibalen kämpfen, um zu überleben. Die Geschichte von Sons of the Forest ist weitestgehend unbekannt, aber es ist wahrscheinlich, dass sie nach dem Ende des ersten Teils beginnt. Sons of the Forest erscheint am 23.02. auf PC. Octopath Traveler 2. Die Erzählung spielt in Solistia, deren östlicher und westlicher Kontinent durch den Ozean getrennt sind. Die Seewege sind dank vieler großer Schiffe geschäftig und die Macht des Dampfes bringt neue Technologien hervor. Einige Menschen sind von den Stars der Bühne und Industrie verzückt, während andere von Krieg, Krankheit und Armut zur Verzweiflung getrieben werden. In diesem weit entfernten Land Solistia machen sich 8 Reisende, ein jeder aus anderen Gründen und aus einer anderen Region, auf den Weg. Octopath Traveler 2 erzählt eine ähnliche Geschichte wie sein Vorgänger, jedoch behaupten die Entwickler, auf die Kritik der Spieler eingegangen zu sein und der Geschichte mehr Tiefe verliehen zu haben, als noch der Vorgänger hatte. Spieler haben die Wahl aus 8 verschiedenen Charakteren und erleben die Handlung aus deren jeweiligen Perspektive. Das Spiel begeistert mit einer Kombination aus ansprechendem Pixeldesign und einem dynamischen, rundenbasierten Kampfsystem, das für jeden Charakter einzigartig ist. Octopath Traveler 2 wird am 24.02. veröffentlicht und steht für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch bereit. Kerbal Space Program 2. Kerbal Space Program 2 ist das lang erwartete Sequel des erfolgreichen Raumschiff-Simulators Kerbal Space Program. Spieler bauen und konstruieren Raketen und Raumschiffe, um kleine grüne Wesen auf interplanetarische Missionen zu schicken. Die Simulation verfolgt eine realistische Darstellung der Physik und bietet unzählige Möglichkeiten, wie Raketenstarts schiefgehen können. Es ist ein Muss für Tüftler und Technikbegeisterte, die gerne anspruchsvolle Aufgaben lösen. Der Early Access von Kerbal Space Program 2 startet am 24. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Nintendo feiert das 30-jährige Jubiläum seines rosa Puffballs mit einem Remake des 2011 auf der Wii veröffentlichten Plattformers Kirby's Return to Dreamland. Das Plattformer-Remake wird jetzt für die Nintendo Switch neu aufgelegt, mit neuen Features und einem Multiplayer-Modus. Spieler können zwischen verschiedenen Charakteren wählen, darunter Kirby, Meta Knight, König Dedede und Waddle-Dee. Außerdem erhält Kirby ein paar neue Fähigkeiten, zum Beispiel die Kopierfähigkeit. Kirby's Return to Dreamland Deluxe erscheint am 24.02. exklusiv auf Nintendo Switch. Destiny 2 Lightfall. Bungie wird das 5. DLC für Destiny 2 Lightfall veröffentlichen. Nachdem die Hexenkönigin zuletzt den Zeugen der Dunkelheit offenbart hat, will Bungie mit Lightfall den Anfang vom Ende seiner Licht- und Dunkelheit-Saga starten. Lightfall spielt auf dem neuen Zielort Neomuna, einer futuristischen, neonstrahlenden Stadt. Die Spieler werden dort mit einer unbekannten Rasse namens Wolkenläufer konfrontiert, sowie der neuen Fähigkeit Strang, die ähnlich wie ein Enterhaken funktioniert. Das Lightfall DLC für Destiny erscheint am 24.02. auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und PC. Das war's für heute. Wir hoffen, dass wir euch einen Einblick in die kommenden Spiele für den Februar geben konnten. Vergesst nicht, uns zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Bis zum nächsten Mal.